Vor einiger Zeit habe ich auf diesem Kanal ein Video herausgebracht, in dem es um die Reparatur einer defekten Andruckrolle ging. Die Rolle hatte ein paar Dellen und hat im laufenden Betrieb einen furchtbaren Lärm gemacht. Ich habe damals diese Dellen herausgeschliffen und das Ergebnis war an und für sich schon gar nicht schlecht. Heute möchte ich gerne zwei andere Möglichkeiten ausprobieren, eine solch defekte Rolle wieder zum Laufen zu bringen. Zum einen möchte ich versuchen, einen neuen Gummibelag auf einen Rollenkörper aufzubringen. Das sieht man hier im Bild. Es gab da zum Beispiel für die Echolette-Rolle einen Belag zu kaufen auf eBay. So sieht er aus. Und wir schauen uns mal an, wie man den denn als Laie auf so einen Metallkörper drauf bekommt, sodass es auch funktioniert. Die zweite Sache, die ich austesten möchte, ist ein Mittelchen, um alten Gummi wieder weich zu machen. Ein Rejuvenator, das heißt, der alte, ausgelaugte Gummi soll tatsächlich wieder jugendlich werden. Das ist ein Mittel, das auch zur Reinigung von Rollen in Druckern verwendet wird. Und das schauen wir uns mal an, wie das funktioniert und ob das überhaupt irgendetwas bringt bei diesen ja doch 50 Jahre alten Andruckrollen. Ich habe alle 3 Rollen, die man in diesem Video sehen wird, für ganze 24 Stunden in dieses Mittel eingelegt. Das heißt, das hat einige Zeit gehabt, in die Poren einzudringen. Und man sieht auch schon so eine alte Rolle. Das ist jetzt nicht die aus dem letzten Video, aber eine mit einem ganz ähnlichen Problem. Die sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Tiefe Risse, das Gummi ist steinhart. Und da dürfen wir gespannt sein, ob man mit so einem Rejuvenator da überhaupt irgendetwas erreichen kann. Weiter gibt es zu dem Reinigungs- und Verjüngungsmittel nichts zu sagen und zu zeigen. Ich habe die Rollen eben einfach in einer alten Tasse da 24 Stunden eingelegt. Deswegen gehen wir gleich mal zu der Aufgabe, einen neuen Belag auf die Andruckrolle aufzubringen. Ich habe hierfür eine Rolle genommen, die nur noch sehr, sehr wenig Material hatte. Das heißt, da hat vermutlich schon mal jemand etwas abgeschliffen. Und nachdem die nun lange eingelegt war, darf man sich das nicht so vorstellen, als ob der Gummi darauf wie Kaugummi runtergeht, sondern der ist immer noch steinhart. Und ich habe jetzt begonnen mit einem Cuttermesser diesen alten Gummibelag abzuschneiden. Man hat da sehr schnell gemerkt, wie ausgelaugt der Gummi ist. Das Ganze ist nur in Stücken abgeplatzt. Man wird nachher auch nochmal im Bild den Haufen sehen, der sich da löst. Und es ist überhaupt gar nicht so einfach, das runterzubekommen. Ja, irgendwann war dann der Großteil des alten Gummis vom Rollenkörper entfernt. Ein bisschen was ist noch drauf. Und ich habe mir dann auch überlegt, dass ich ein bisschen was auf jeden Fall auch noch drauf lassen werde, weil, wie man später sehen wird, ich möchte den neuen Belag ankleben. Und da dachte ich mir, dass es sicherlich nicht verkehrt ist, wenn ich das nicht direkt auf das Metall aufklebe, sondern auf den alten Gummi. Der ist dann ja auch nicht gleichmäßig und ebenmäßig, sondern da hat der Kleber viel Platz, sich in kleine Ritzen reinzusetzen und hat so vielleicht auch ein bisschen besseren Halt. Hier war mir allerdings noch ein bisschen zu viel drauf, das ich aber nicht so gut lösen konnte und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese Rolle nochmal in ein anderes Mittel einlege. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Mittel, das eigentlich zum Entfernen von Aufkleberresten oder Kleberesten an und für sich verwendet wird, aber auch zum Anlösen von Gummiresten. Dann kommt die Rolle nun also zurück in die Tasse und wir gießen das andere Mittel nun da rein
und lassen die Rolle dort noch einmal ein paar Stunden einwirken. Auch dieses Mittelchen hat nun leider nicht den Effekt gehabt, dass der Gummi sich mit bloßen Händen abziehen lässt, aber was vorher gar nicht ging, hat sich nun mit dem Messer noch deutlich besser entfernen lassen. Ein Effekt, der sich aber schnell gezeigt hat, war, dass die Seiten der Rolle, die vorher auch vom Gummi ganz schwarz waren, nun wieder glänzendes Metall gezeigt haben. Ein bisschen mit dem trockenen Tuch abwischen und schon sehen wir wieder, dass da eine Rolle drunter ist. Ich habe jetzt den neuen Gummibelag mal provisorisch auf den Rollenkörper draufgezogen und habe mit der Schieblehre gemessen, ob ich sozusagen von jeder Seite den gleichen Durchmesser habe oder ob da die restlichen Belege auf dem Rollenkörper eventuell das ganze Oval drücken. Hundertprozentig rund habe ich es nicht messen können und deswegen habe ich noch ein kleines bisschen nachgebessert. Dies ist das Endergebnis, bei dem ich es letztlich belassen habe. Wir sehen, dass hier noch kleinere Belagreste drauf sind, die im Großen und Ganzen aber ziemlich ausgeglichen sind. Wie ich gesagt habe, mein Ziel ist es, dass der Kleber sich in diese Täler und Berge hineinsetzt, wenn man das mal so sagen kann, und somit einen besseren Halt hat, als wenn ich das direkt auf den Metallkörper aufkleben würde. Ja, noch eine letzte Passprobe. Also man sieht, der Belag geht schon stramm drauf. Das muss auch so sein, denn wir wollen ja nachher, wenn der Kleber aufgebracht ist, dass sich das gleichmäßig verbindet mit dem Körper. Deswegen ist schon darauf zu achten, dass der neue Gummibelag da nicht zu locker drüber geht, sondern der soll schon stramm sitzen, sodass er sich selbst an den Metallkörper randrückt oder ranzieht. Ja, als Kleber habe ich das in Deutschland sehr bekannte Pattex verwendet. Das ist ein Allzweckkleber, den man im häuslichen Bereich antrifft. Was das Schöne an Pattex ist, dieser Kleber härtet nie komplett aus. Das heißt, anders als Superkleber oder ähnliches entwickelt sich da keine starre kristalline Struktur, sondern der bleibt immer elastisch. Ich habe den Kleber mit einem Holzstäbchen nicht zu dick auf die komplette Lauffläche des Rollenkörpers aufgetragen. Danach dasselbe auch auf die Innenseite des neuen Belages. Dieser Kleber muss auf beide Hälften, die man aneinander klebt, aufgebracht werden und danach soll er auch ein kleines bisschen antrocknen. Hier einfach die Verarbeitungshinweise auf der Packung beachten. Ja, und danach habe ich die beiden Teile einfach zusammengesteckt. Es tritt ein kleines bisschen Kleber dabei natürlich aus. Das geht nicht anders und diese Reste habe ich dann hinterher entfernt. Ich habe dann wieder mit der Schieblehre gemessen, ob ich um die komplette Rolle rundherum den gleichen Durchmesser habe. Das hat sich im
Schnittstellenbereich. Also wir haben hier 20 Millimeter, Komma und die Zahl nach dem Komma, die ändert sich leicht. Also im Zehntel-Millimeter-Bereich gibt es Unterschiede. Ob das problematisch ist, ja oder nein, werden wir nachher im Test vielleicht sehen. Ich habe das Ganze dann über Nacht trocknen lassen und hier sehen wir das Endergebnis. Sieht auf den ersten Blick erstmal gar nicht so schlecht aus. Zu bemerken ist allerdings, dass der neue Belag nicht den kompletten Höhendurchmesser sozusagen der Rolle umfasst hat. Ja, wir sehen jetzt hier auf dem Bild unsere 3 Testkandidaten, die wir jetzt mal im Live-Test uns anhören wollen, auf ihre allgemeinen Laufgeräusche und auf das altbekannte Thema des Klackerns beim Laufen. Also wie gesagt, im letzten Video war ja das Thema, dass diese Androck-Rolle mit Delle ein furchtbares Klackern hervorgerufen hat beim Laufen und auch ziemliche Vibrationen durch das Gerät geschickt hat. Und wir wollen jetzt mal unsere 3 Varianten uns genauer anhören. Links ist die Androck-Rolle mit dem komplett neuen Belag. In der Mitte sehen wir die Androck-Rolle aus dem letzten Video, also eine, die abgeschliffen worden ist. Neu hinzugekommen ist, dass sie, wie gesagt, 24 Stunden in dem Gummiaufbereiter gelegen ist. Und rechts sehen wir eine nicht abgeschliffene Rolle, die auch Dellen hat, die also in dem Zustand ist wie die Rolle aus dem letzten Video, bevor wir sie repariert haben. Aber diese Rolle rechts hat auch 24 Stunden in dem Gummiaufbereiter gelegen. Und jetzt schauen wir mal, was wir da für Unterschiede hören. Bevor wir uns die Ergebnisse des Tests zusammen anhören, möchte ich 2 Dinge dazu sagen. Zum einen, was für Geräusche man überhaupt hört. Ich habe da für mich 3 Stück identifiziert, vielleicht stimmt ihr mir dazu. Zum einen ist das Laufgeräusch des Bandes, das heißt, wenn das Band vom Motor bewegt wird und sich um den Kapstan herum bewegt und über die Umlenkrollen, dann macht das einfach Geräusche. Ich möchte das mal als Schleifgeräusch beschreiben, denn das Band schleift ja letztlich über diese ganzen genannten Dinge und die Tonköpfe drüber. Als zweites Geräusch haben wir, da wo es auftritt, dieses bekannte Klackgeräusch, das von Unregelmäßigkeiten in der Androck-Rolle stammt. Zum Beispiel Dellen, die, wenn sie gegen den Kapstan laufen, ein Schlaggeräusch oder ein Klacken erzeugen. Und als drittes Geräusch haben wir das Abrollgeräusch der Lauffläche der Androck-Rolle. Das heißt, die rollt ja am Kapstan entlang und dieses Rollen hat an und für sich auch ein Geräusch, das wir hören können oder das wir unterscheiden können. Die zweite Sache, die ich vorab sagen möchte, ist bezieht sich auf die Bewertung der gleich zu hörenden Geräusche. Man muss ja bedenken, dass diese Aufnahmen mit einem Mikrofon ganz nah an der jeweiligen Geräuschquelle in einem ansonsten stillen Raum erzeugt worden sind oder aufgenommen worden sind. Und das macht die Bewertung der absoluten Lautstärke der einzelnen Geräusche natürlich nahezu unmöglich. Wir können die Geräusche deswegen nur in Bezug aufeinander einschätzen. Und hier macht es, denke ich, Sinn, wenn man als Basisgeräusch den Motor und das Bandlaufgeräusch hernimmt. Denn diese beiden Geräuschquellen bleiben immer gleich, egal welche der 3 Rollen wir in das Gerät einsetzen. Und bei der absoluten Lautstärke, wie gesagt, bedenken, dass wir mit dem Mikrofon ganz nah dran waren. Vielleicht sollte ich diesen Test nochmal im Abstand von 1 oder 2 oder 3 Meter wiederholen, einfach damit man das in Bezug auf die absolute Lautstärke besser einschätzen kann. Jetzt aber genug geredet, jetzt hören wir uns die 3 Rollen mal tatsächlich an.
Okay, fassen wir die Ergebnisse also mal kurz zusammen. Bei der Rolle mit dem neuen Belag hört man ganz eindeutig ein Klackern. Deswegen habe ich dem Ganzen mal ein Minus gegeben. Abrollgeräusche des Gummis würde ich sagen, die sind gegen 0. Und unsere Referenzgeräusche, also die Basisgeräusche, die Geräusche, die das Band macht und die Geräusche, die der Motor macht, die sind noch deutlich zu hören. Das heißt, dass das Klackern zwar wahrnehmbar ist, das ist auch ganz normal, weil das ist ja ein impulsförmiger Ton, also den kann man ja gar nicht überhören, weil der verschwindet auch nicht mit dem Hintergrund, der ist einfach wahrnehmbar. Aber er ist nicht so stark im Vordergrund, dass man diese Basisgeräusche nicht mehr hören würde. Also die sind noch deutlich da. Bei der abgeschliffenen Rolle, die wir mit diesem Rejuvenator aufbereitet haben, ist keinerlei Klackern zu hören. Dafür aber ein ziemlich malendes Abrollgeräusch des Gummis. Deswegen kriegt diese Rolle an der Stelle ein Minus. Und die Basisgeräusche von Band und Motor, die sind immer noch wahrnehmbar. Also man kann diese verschiedenen Geräuschquellen alle noch hören und voneinander abgrenzen. Und bei der unbearbeiteten Rolle, die wir mit dem Rejuvenator aufbereitet haben, da ist ein sehr, sehr lautes Klackern zu hören, ein sehr, sehr lautes Abrollgeräusch und diese Hintergrundgeräusche des Bandes und des Motors, die sind gar nicht mehr hörbar. Also alles, was wir hören, sind wirklich das Klackern und die Abrollgeräusche. Und deswegen kriegt das in jeder Kategorie ein doppeltes Minus. Das ist auf jeden Fall die schlechteste Rolle. Um es noch einmal ganz klar zu formulieren, auf was ich damit hinaus will. Es geht hier darum, die relative Lautstärke der Rolle zu bewerten. Wenn die Eigengeräusche der Rolle in der allgemeinen Lautstärke der normalen Maschinengeräusche untergehen, oder zumindest nicht deutlich lauter als diese sind, dann kann diese Rolle durchaus als laufruhig eingeschätzt werden. Ja, mein Fazit ist, die Rolle mit dem neuen Belag hat den Vorteil, dass sie insgesamt relativ laufruhig ist, aber der große Nachteil, es ist definitiv ein Klackern da. Das ist nicht so schön. Da muss man mal schauen, ob man das besser hinbekommt, ob das ein Problem meiner Bearbeitung ist oder also ein Problem einfach dessen, wie ich diesen Gummibelag aufgezogen habe, oder ob das an irgendwas anderem liegt. Die abgeschliffene Rolle, die wir aufbereitet haben, die hat kein Klackern, ist relativ ruhig, aber wir haben natürlich auch sehr viel Arbeit reingesteckt für ein irgendwo mittleres Ergebnis. Also wir haben diese Rolle abgeschliffen, wir haben sie in diesen Rejuvenator eingelegt, der ja auch Geld kostet. Und das war schon eine ganze Menge Arbeit dafür, dass diese Rolle immer noch nicht perfekt ist. Sie ist gut, aber nicht perfekt. Ja, und die gänzlich unbearbeitete Rolle, die nur aufbereitet wurde, die ist schlichtweg nicht verwendbar, weil die ist sehr laut und sie schickt auch die meisten Vibrationen in das Gerät rein und die würde ich einfach so nicht mehr verwenden. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mich würde brennend interessieren, was ihr zu den Ergebnissen zu sagen habt und was eure eigenen Erfahrungen mit alten Andruckrollen sind. Ja, und ich kann als abschließendes, allerletztes Fazit sagen, dass nach diesem zweiten Teil bestimmt irgendwann nochmal ein dritter Teil kommen wird. Denn das Ergebnis der Rolle mit neuem Belag hat mich etwas geärgert. Ich habe mir was wirklich Besseres vorgestellt und ich würde an diesem Thema definitiv dranbleiben. Und was man natürlich auch mal ausprobieren müsste, ist wirklich eine neue Rolle aus dem Teilehandel. Die gibt's ja, das habe ich im letzten Video gesagt, die sind nur relativ teuer, also 60 € legt man da auf jeden Fall hin. Aber ich denke, wir sollten uns auch die mal anschauen, weil 60 € und dafür überhaupt keine Arbeit und kein Ärger kann sich vielleicht doch lohnen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!